Where was the rebel fleet? They weren't even trying an assault. They were going to miss a day in history. The downfall of this dynasty, and a new one to take its place. He didn't have to kill all the ravens. He could enslave them, and enslave the toads too. All the animals would worship him as a god, for he had once been a god. They would willingly give him their blood and their souls. And the world would change, would become familiar again. Kapitel 5. Zeit zu töten. Aktuelles Ziel: töte den Imperator. Mal wieder. Aber erstmal hier. A workbench. Did he have any jewels he hadn't tried out? Nö. Brauchen wir nichts von. Wir brauchen ja auch keine Materialien mehr oder so ein Quatsch, weil wir haben ja alles eigentlich. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, die Diamanten so ein bisschen aufzuwerten, beziehungsweise die Juwelen und ansonsten zu skillen wie ein Geisteskranker, ne? Ansonsten ist hier eigentlich nichts mehr viel zu holen. Ja, ansonsten ist hier nicht mehr viel zu holen. So, mehr brauche ich dazu, glaube ich, nicht sagen. So. Und ich mag das Eisschwert sehr. Das Zeit anhalten oder verlangsamen, ja. Wir können auch gar nicht leveln. Was? Warum das denn nicht? Verrat. Das ist Verrat. Kam hier Gegner? Ich weiß gar nicht mehr. Anscheinend nicht. Klack, klack, klack. Was ist das? Angriffstempo Level 3. Okay. Hört sich immer noch merkwürdig an. Ich habe schon wieder kurz gedacht, das Telefon klingelt. So, hier gibt es nichts. Mal zurück. Mal zurück. Renato was glowing with dark power. Already the sun had dimmed. He could do anything, he realized. He could wrap the islands safely in smoke again. He was beyond a hero. He was going to become a god again. How odd, he thought, that the Iblis Stone had nothing to say about any of this. Well, no matter. Once he killed this petty toad emperor, he would bring back the Black Sun. Na, vor allem, was heißt denn bitte wieder? Überleg doch mal, der sagt die ganze Zeit wieder ein Gott. Überleg doch mal wieder. Und der Iblisstein sagt schon gar nichts mehr. Wir sind, glaube ich, mittlerweile der Iblisstein. Beziehungsweise er hat komplett von uns Besitz ergriffen und Renato existiert nicht mehr. Würde ich mal behaupten. Weil, wie gesagt, wieder ein Gott. Der Iblisstein, es ist ja, glaube ich, irgendwie mal ein Gott gewesen, wenn ich mich nicht irre. Ich bin gerade angefasst. Renato wondered where he could find a snack. He was feeling a bit peckish. Was? Renato hat Hunger? Also, naja, eigentlich Iblis hat Hunger, nicht Renato. Weil Renato, ich befürchte wirklich, Renato existiert so in dem Sinne nicht mehr. Alter, schießt mal nicht so schnell hier, was ist los mit euch? Macht euch mal Logge, ihr Rogge. Jetzt geht's da wieder rüber, ja. So, ein letzter Kampf. Soon he'd confront the Emperor. Again. This time, he'd make an end of him. He'd screwed up last time, but he had a good feeling about this time. Ein letzter Kampf und dann haben wir das dann auch durch.
So. Und auf zum vorletzten Ende. Mal gucken, was passiert. He found the Emperor and the Council huddling by his ship, plotting. They saw him and cowered before him. Back to hell, fiend. Croaked the Emperor desperately. In the name of the Transcendent Emperor. Croaked the speaker. They held some arcane items he didn't recognize. He simply flexed his will and sucked their souls out of their bodies. And Iblis exulted. It is finished. And the void that had been a mere stone on a sword expanded. It stretched and ripped like a vast womb. And a gaze, black and pitiless as the sun, passed through the void into the land. And so time ended. Oh, damn it. He lost again, and died. But there was burning Ubar behind him. He still had all his destinies ahead of him. But he'd learned another true thing. The Iblis Stone was evil. It would try to corrupt anyone who used it. Neue Story abgeschlossen. Geschichte Nummer 12. Das Erwachen. Was für ein Held bist du? Ein Held, der die Macht mit offenen Armen begrüßt, der über das Heldentum hinauswächst, der es wagt, zum Gott zu werden. Belohnung Level hoch. Was? Und die letzte Wahrheit. Der Iblisstein korrumpiert jeden, der ihn besitzt. Belohnung plus 2 Level. Sehr schön. Damit haben wir alle Wahrheiten abgeschlossen. Und jetzt fehlt mir eigentlich die letzte. Das einzig wahre Ende. Können wir aber so nicht auswählen. Pass auf, wir können ja erstmal ihn hier machen. Entscheidungen getroffen. Finde das Juwel, finde Zenobia, töte Zenobia, trifft den Hohen Rat. Zusammenfassung: Der Iblisstein. Er versprach große Macht im Gegenzug für königliches Blut und Reynardo zögerte nicht, den Forderungen des Steins nachzukommen. Als sein Schwert Zenobia, die Tochter des Imperators, durchdrang, spürte er eine Welle der Macht über sich kommen. Von da an lief alles wie am Schnürchen. Der Stein flüsterte, Reynardo tötete. Und mit der Zahl der Tode wuchs auch sein Ehrgeiz. Als er zuletzt auf den Rebellenrat traf, war sein Blick bereits auf den Thron gerichtet, aber die Rebellen hegten keinen Wunsch, einen neuen Tyrannen an die Macht zu bringen. Großer Fehler. Nach einigem Geschlachte griff Reynardo die imperiale Flotte im Alleingang an. Als er dem Imperator den Todesstoß versetzte, jubelte der Iblisstein. Seine Aufgabe war erfüllt. Ein verlorener Gott war zurückgekehrt und die Zeit hatte ein Ende gefunden. Was für ein Held bist du? Ein Held, der die Macht mit offenen Armen begrüßt, der über das Heldentum hinauswächst, der es wagt, zum Gott zu werden. Und dann wollen wir mal schauen, was wir jetzt für Auswahlmöglichkeiten haben. He knew enough now, he thought. All these truths tumbling around each other in his head. There must be a way to puzzle the pieces together. If he used everything he knew, he could discover a new path to destiny. The book's pages fluttered to the beginning once again. Faster than before? And he fell. The clouds parted over the Isles of Boreas. It was time to choose. The rebellion was in trouble. Ravens were scouting for the secret rebel base. They needed a game changer. Pieces of the Sky Ripper had surfaced. Reynardo knew that using it could go catastrophically wrong. But he was sure he could figure out how to use it safely. Also, a temple had risen out of empty desert. The Iblis Stone was hidden there. It was a dangerous artifact. It could corrupt its user into a bloodthirsty monster. Maybe he could find a way to use it, to take its power without surrendering to its wickedness. And also, his old friend Lapino needed rescuing. Of course.
Renato had a pretty strong suspicion that Lapino had betrayed the rebellion, and he had a gut feeling that he needed to use that to his advantage. Und wie wir sehen, ist bei dieser oberen Geschichte ein Schlüssel. Und ich vermute mal, wir müssten diese Story jetzt noch einmal anders spielen und etwas anders entscheiden. Und sie wird uns sicherlich bei den Entscheidungen zeigen, welche wir treffen müssen, um die richtigen zu treffen. Ich ahne es ungefähr, aber wir fangen mal an, würde ich sagen. Renato finally realized that Lapino was a traitor to the cause, and maybe Renato could use that somehow. Renato konnte das sicher irgendwie ausnutzen. Was sollte er mit dem Wissen über Lapinos Verrat anfangen? Renato wäre ein Narr, wenn er Lapino wieder vertrauen würde. Er sollte ihn damit konfrontieren. Oder besser noch, einen Weg finden, den Verräter gegen seinen neuen Meister, den Imperator, auszuspielen. Vielleicht würde sich Lapino doch noch als Schlüssel zum Sieg erweisen. Aber er war bereit, das zu vergessen. Was sollte er... Vielleicht hatte Lapino ihn gar nicht verraten und die Umstände sahen einfach nur danach aus. Ja, Renato wusste plötzlich, dass er seinen Freund retten sollte. Ja, er nicht so. Wir fangen da an. Renato couldn't quite put his paw on when he'd realized Lapino was working for the Empire. He'd never exactly seen Lapino sending coded messages to the palace, but he was sure. The rabbit had been on too many disastrous missions where he was the only survivor or where he accidentally missed getting on the boat that went down to the abyss in flames. If Renato could prevent Lapino from getting back to the fleet with all the intelligence he'd probably gathered, it might be worth the trip.